Herzlich willkommen zur CAT Akademie mit dem Thema Gründung von Open Source Communities. Heute am Beispiel der DeepAS Anwender Community. Und wir sind hier heute, um Ihnen ein bisschen Einblick zu geben in die Herleitung, die Operationalisierung und in die Praxis von einer Open Source Community, nämlich der DeepAS Anwender Community. Wir starten erstmal mit einer kurzen Vorstellung, wer wir sind. Heute hier ist dabei Anthony Kaspar, die DeepAS Produktmanagerin hier in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg. Wir haben Daniel Bockemann dabei, unseren DeepAS Community Manager von Dataport. Und mein Name ist Matthäus Lensinski, auch von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hier im Referat Stadtwerkstatt beschäftigt und in der Funktion der Entwicklungsleitung. Genau, ich werde Ihnen jetzt auch gleich einen kurzen Einblick geben in die Herleitung oder der Weg zur Community, wie wir das hier bezeichnet haben. Also wirklich von den frühen Anfängen, von den ersten Ideen bis hin dann, wie es sich jetzt ausgestaltet. Und dafür starten wir einmal in eine kurze DeepAS Produktvorstellung, damit Sie ein Bild nochmal an der Stelle haben, was denn DeepAS überhaupt ist. DeepAS steht für Digitales Partizipationssystem und ist ein Beteiligungstool für die sogenannte informelle Bürgerbeteiligung. Wir haben hier den Schwerpunkt auf die sogenannte raumbezogene Beteiligung, also alles, was mit Stadtentwicklungsvorhaben zu tun hat oder mit Mobilitätsvorhaben zu tun hat. Das sind so die hauptsächlichen Anwendungsfälle, die wir hier mit DeepAS umsetzen. Und da sind zwei Komponenten wesentlich. Einmal die Online-Beteiligung auf der linken Seite hier in der Grafik und die digital unterstützte Vor-Ort-Beteiligung. Die Grundlage für dieses System oder für diese Systemarchitektur besteht aus der sogenannten urbanen Datenplattform. Da kommen die Geodaten her, kommen wir gleich nochmal drauf. Und wir haben eine sehr ausgefeilte Beteiligungsdatenbank und verschiedene Evaluationstools, die uns dabei helfen, dieses Feedback zu evaluieren. Einmal auf der nächsten Folie sehen wir an der Stelle die erstgenannte Komponente, das sogenannte Online-Tool. Hier haben also Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Kartenpläne und Projektinformationen auf einer Webseite abzurufen. Es ist also eine sogenannte Webanwendung. Und im Mittelpunkt steht hier das georeferenzierte Feedback. Also die Menschen können ein ortsgenaues Feedback zu Planungsvorhaben geben, Ideen einbringen und das alles hier auf dieser Karte verorten. Wir haben noch weitere Feedback- und Kommentarfunktionen, auch die Möglichkeit, Entwürfe zu diskutieren und zu vergleichen und seit Neuestem auch die Möglichkeit, Gesetzestexte oder Konzepttexte zu diskutieren. Das ist also das Online-Tool auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir auf der nächsten Folie den sogenannten DeepAS Touch Table. Das ist also ein digitales Endgerät, das man bei Vorortveranstaltungen benutzt und das im Grunde die Brücke schlägt von der digitalen Beteiligung in die Vorortbeteiligung, wo wir auch die Möglichkeit haben, auf die Geodaten zuzugreifen. Wir sehen dieses ortsgenaue Feedback, das vielleicht von den Menschen digital eingebracht wurde und synchronisieren auf diese Art und Weise die Dialoge, die vor Ort stattfinden, mit denen, die online geführt werden in einer Anwendung. Das vielleicht so zu dem Tool DeepAS als kurze Einführung und auf der nächsten Folie starten wir dann auch wirklich in die frühen Anfänge. Wir haben DeepAS in einem Projekt seit 2018 angefangen zu entwickeln. Im Jahr 2019 hatten wir dann eine erste Version bereits entwickelt, die wir in Hamburg auch für erste Tests und sogenannte Pilotierungen, also Echteinsätze unter echten Bedingungen angewandt haben. Und das Interessante im Jahr 2019 war, dass wir relativ schnell eine Anfrage aus einem EU-Projekt bekommen haben, die sich nämlich interessiert hat für dieses DeepAS-System. Und diese Anfrage kam damals von der Stadt Guadalajara in Mexiko. Und wir haben DeepAS von Anfang an Open Source entwickelt. Also es war de facto eine quelloffene Software, ist es auch immer noch. Ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt war unser Erfahrungsschatz im Bereich der Replikation und des Transfers von Open Source Softwares noch nicht so weit, wie es heute ist. Und damals hatte man dann gedacht, okay, unsere Software DeepAS ist Open Source. Wir können das auch in Mexiko zur Anwendung bringen und die Kolleginnen und Kollegen dort können das bestimmt ganz einfach nachnutzen. Spoiler, es hat leider nicht so einfach funktioniert. Das heißt also, wir haben versucht, an dieser Stelle diese Software dort zur Anwendung zu bringen, aber haben wirklich gemerkt, dass man für den Transfer und die Replikation von Open Source Software eine ganze Menge an Voraussetzungen bereithalten und bereitstellen muss, damit so ein Transfer gelingt. Und da sehen wir auf der nächsten Folie einmal so die Kernerkenntnisse, die wir daraus abgeleitet haben aus so einem ersten Transferprojekt damals. Und das sind so die 4 Säulen des Replikations oder Transfers.
die wir hier einmal sehen. Und in der Mitte haben wir zum Beispiel das Open Code oder Bitbucket Repository. Das ist etwas sehr Technisches. Das ist wirklich für die Zielgruppe des technischen Personals, sich mit der Installation der Software beschäftigt. Aber auch diese Software muss irgendwo abgelegt werden. Also das ist eine sehr wichtige Säule. Was man aber merkt, wenn man, so eine Open Source Software transferiert, ist, dass es nicht nur um die technische Seite geht, sondern auch vor allen Dingen auch um die Anwendungsseite. Das heißt, man muss die Menschen, die am Ende diese, Software benutzen, dazu befähigen und einen gewissen Kompetenzaufbau leisten. Und das sind die beiden rechten Säulen. Das heißt, wir haben ein interaktives Handbuch, das nennt sich DeepAS Wiki, und auch diverse Schulungsmaterialien und Schulungsvideos, die wir auf YouTube bereitstellen. Es ist also neben der technischen Transferressourcenbereitstellung auch sehr wichtig, vor allen Dingen für Anwenderinnen und Anwender, die entsprechenden Ressourcen aufzubereiten und bereitzustellen. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die Herstellung und die Entwicklung der Open Source Software selber. Gehen wir einmal auf die nächste Folie und da sehen wir haben dann seit 2019 wirklich sukzessiv uns diese Ressourcen erarbeitet und hergestellt, um diesen Transfer zu ermöglichen. Und im Jahr 2021 waren wir dann soweit und haben wirklich gesagt: „Ab jetzt ist dieses DeepAS V1 wirklich Open Source verfügbar mit diesen ganzen Nachnutzungsressourcen, die wir gerade besprochen haben." Genau zu der Zeit ungefähr, auf der nächsten Folie können wir sehen, kam das sogenannte Connected Urban Twins Projekt an den Start. Und das Interessante bei dem Connected Urban Twins Projekt ist ja, da arbeiten wir ja mit 3 Städten zusammen. Das sind neben Hamburg, München und Leipzig. Und ein Thema, das wir uns wirklich in diesem Projekt vorgenommen haben, war die kontrollierte und strukturierte Begleitung eines solchen Softwaretransfers am Beispiel von DeepAS. Das heißt, es ging wirklich darum, die Städte München und Leipzig dabei zu unterstützen und zu begleiten, diese Software DeepAS anzuwenden und zu replizieren. Und das war für uns ein Stück weit wie so eine Art Katalysatoreffekt. Das hat uns wirklich dabei geholfen, die Fallstricke, aber auch die Supportbedarfe zu finden und, zu identifizieren, die dann anfallen, wenn eine andere Stadt eine Software versucht nachzunutzen. Und diese Transfererfahrung, die wir als Herstellerin der Software dort gemacht haben, die hat uns wirklich dabei geholfen, auch noch diese Ressourcen und, ja, dieses Informationsmaterial aufzubereiten dafür. Und daraus entstanden dann wirklich sehr interessante Replikationsperspektiven. Auf der nächsten Folie können wir sehen, dass aus dieser Erfahrung, die wir mit München und Leipzig dann gemacht haben, ist wirklich diese Idee auch entstanden, eine Anwender-Community zu gründen, weil wir an der Stelle wirklich gemerkt haben, dass nicht nur die Städte, die diese Open-Source-Software nachnutzen, davon profitieren, dass diese Software da ist und Open Source ist, sondern auch wir als Herstellerinnen sind im Grunde haben sehr viele Erfahrungen auch im Bereich der Entwicklung der Software gemacht, dahingehend, dass wir neue Ideen für die Entwicklung von den anderen Städten bekommen haben und auch in der Anwendung von der Software auch dadurch inspirieren konnten. Das war also für uns wirklich sehr, sehr fruchtbar und sehr interessant. Abschließend auf der letzten Folie ist also, warum wir auf eine DeepAS-Anwender-Community setzen. Ganz klar, das Thema auch Aufwände werden geteilt. Das bedeutet also, wenn wir sagen, wir entwickeln als Gemeinschaft eine Open-Source-Software mit einem sogenannten Repository, also einer Codebasis, dann profitieren wir davon, wenn eine Stadt etwas entwickelt, weil diese Fortentwicklung an der Software allen zur Verfügung steht. Und das ist etwas, was uns natürlich hilft. Neben dieser, Entwicklungsseite haben wir auch wirklich das Thema Erfahrungsaustausch und Methodenentwicklung, das, uns sehr dabei hilft, das Thema digitale Beteiligung insgesamt ein bisschen fortzuentwickeln und auch zu stärken. Und abschließend haben wir auch das Thema Verwaltungssouveränität, weil wir hier wirklich die Dinge auch in eigene Hände nehmen und versuchen, als Verwaltung das Thema informelle Bürgerbeteiligung nach vorne zu bringen. An der Stelle habe ich Ihnen also versucht, ein Stück weit herzuleiten, was die Gedanken waren, die zur Gründung dieser Anwender-Community geführt haben, was wir uns davon erhoffen und warum wir glauben, dass das ein sehr gutes Konzept ist. Und als Nächstes werden Sie jetzt bei Daniel Bockelmann sehen, wie das operational konkret ausgestaltet ist. Und dafür übergebe ich einmal an Daniel und, wünsche viel Spaß. Vielen Dank, Matthäus. Ja, genau. Ich spreche hier aus meiner Rolle als Community Manager der DeepAS-Anwender-Community und will einen kleinen Überblick geben, wie das denn tatsächlich von den Strukturen und dem Management aussieht. In der Trägerstruktur, das war etwas, was wir ganz früh gemerkt haben, wir brauchen verbindliche Regelungen. Wer ist für was verantwortlich? Wie werden Aufgaben abgesteckt und wie wird das Ganze finanziert? Und deswegen haben sich dann die, sagen wir, 3 Player zusammengetan: Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung,
Hierbei übernimmt Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, sagen wir, aus fachlich-strategischer Sicht den Lead und hat die Gesamtverantwortung für das Projekt. Die technische Leitstelle nimmt der LGV, in dem Sinne auch die Produktfliege. Die EntwicklerInnen, die in dem Kontext arbeiten, sind auch beim LGV angestellt. Deswegen gibt es da, sagen wir, diese beiden großen Bereiche, die abgedeckt werden. Und dann war die Frage, ja gut, Hamburg kann für Hamburg leisten, aber wie sieht das dann aus, wenn wir jetzt wirklich Anfragen von weiteren interessierten Kommunen oder Städten, Ländern haben? Wer kann denn da als, sagen wir, Single Point of Contact, als Ansprechpartner dienen? Und da kamen wir von Dataport ins Spiel und haben dann darüber diskutiert, wie müssen diese Strukturen aussehen, dass das in diesem Dreiklang gut funktioniert, sodass klar wurde, okay, wir brauchen eine Kooperationsvereinbarung, wo genau das geregelt ist zwischen den drei Partnern und die bildet die Grundlage, sagen wir, der Community. Die Community dann, die daraus entstanden ist, ich meine, die ist im Juli 2023, wenn ich jetzt zurückblicke, da haben wir sie formal gegründet. Gerne auf der nächsten Folie einmal. Da noch mit, ich meine, 3 Mitgliedern. Bremen war gleich auch schon mit dabei. Kiel kam dann auch noch in 23 dazu. Mittlerweile sieht man, wir sind auch bis nach Süddeutschland gekommen, dass wir jetzt ein Konstrukt haben, was, sagen wir, deutschlandweit ja, Anwendung findet. Wie Matthias erzählte, Erfahrungsaustausch ist auf jeden Fall eine der Sachen, wo wir sehr viel Wert drauf legen in der Nachnutzung, dass wir eine Version verwenden und da die Interessen und die Wünsche von den jeweiligen Nutzenden auch reinfließen können, weil wir auch gemeinsam diese Version weiterentwickeln. Was wir aber auch gemerkt haben, ne, wir haben ganz viele Ressourcen im Internet, wie jetzt DPoS funktioniert, sagen wir, die man sich anlesen kann, vielleicht ein paar Videos. Aber teilweise hilft mal ein Hinweis links oder rechts, guckt mal hier, guckt mal da und dafür hat die Community dann auch eine wöchentliche Sprechstunde eingerichtet. Die wird dann vom Community Management übernommen und da kann man mit anwendungsbezogenen Fragestellungen von bis ankommen. Ob wir helfen können, müssen wir dann immer gucken. Wir gucken uns also die Fragestellung an und meistens ergeben sich daraus dann interessante, ja, vielleicht Entwicklungsideen oder Workarounds, die man finden kann oder halt auch einfach wirklich Fehlersuche oder Anwenderunterstützung, dass die Community-Mitglieder auf die Spur gebracht werden. Die Aufwände dafür werden geteilt und wir wollen natürlich die Souveränität stärken. Sonst einmal noch mal zum Community Management. Wie gesagt, technische Leitstelle und fachliche Leitstelle liegen ja bei der BSW und LGV. Hier vom Community Management, weil ich das insbesondere als zentral erachte, dass es so eine Funktion in einer Community gibt. Wir sind wirklich der Single Point of Contact. Alle Fragen jenseits von Hamburg zu DPoS, die landen erstmal bei mir. Ich sortiere die, ich suche die Informationen zusammen und stehe natürlich für Interessierte immer zur Verfügung, dass wir einen Überblick geben, was zur Community erzählen, die Wege dahin. Wir haben dafür interne Plattformen aufgebaut, wo dann auch nochmal zusätzlich community-interne Informationen gestellt werden. Ich organisiere die Kommissionssitzungen, zu denen Anthony später noch was sagen will, Austauschformate und. Also da gibt es eine Fülle an Dingen, die wir vom Community Management abdecken. Ganz wichtig ist natürlich auch die externe Kommunikation. Tu Gutes und sprech drüber, also ne, zeigen, dass es uns gibt, dass es DPoS gibt und dass sie das auch nachnutzen können. Das Ganze verursacht natürlich gewisse Aufwände. Dafür bitte einmal die nächste Folie. Hier haben wir einen Ansatz gewählt, Mitgliedsbeiträge, die sich daran bemessen, wie groß die jeweilige Region ist, die beitritt. Und das ist sozusagen gestaffelt, maximal 10.000 Euro für Länderebene und sagen wir, kleine Kommunen sind bei 1.000 Euro mit dabei. Das Ganze ist MPSC förderfähig, also insofern, wenn Sie Fördermittel noch haben sollten, wäre das dafür auch machbar. Und natürlich die Kosten, die entstehen, die werden jetzt erstmal nicht von den Mitgliedsbeiträgen gedeckt. Wir haben jetzt nicht den Ansatz, das, was entsteht, wird dann auf alle verteilt. Da haben sich die Träger zusammengetan und gesagt, okay, wir wollen, dass diese Community besteht und dass es ja jetzt nicht eine finanzielle Belastung in großer Höhe für interessierte Mitglieder ist. Jetzt haben wir was zur Community erzählt. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk hin zu, Sie wollen DPoS nutzen und ne, Sie holen sich die Open Source Software und setzen sie auf. Es gibt verschiedene Modelle, die zu betreiben. Sie können das einfach von Open Code nehmen oder noch aus einer Community-Version, setzen da eine eigene Infrastruktur auf, gewährleisten den Betrieb mit Patchen und Sicherheitsmanagement und so weiter, entwickeln das individuell weiter. Da sind Sie ganz, ganz frei. Also DPoS ist in dem Sinne für sie immer dann auch zugänglich. Wir haben aber dann zusätzlich gemerkt, um den Einstieg zu erleichtern, manche Kommunen oder Städte
fühlen sich, ja, nicht bereit, da so viele Ressourcen reinzustecken, um selber diese Expertise vorzuhalten. Und deswegen haben wir von Dataport, jetzt setze ich einen zweiten Hut auf, jetzt bin ich der Produktmanager, gerne einmal die nächste Folie, da ein Software as a Service draus gemacht. Und das läuft in einer multimandanten Infrastruktur bei Dataport, ist sozusagen der Betrieb ist BSI zertifiziert und wir übernehmen das ganze Sicherheits-Patch-Management, versuchen durch Skalierungseffekte natürlich auch die Kosten dafür zu reduzieren und bieten umfangreichen Support. Das Schöne ist, seit letztem Jahr, seit Oktober, sind wir über die Deutsche Verwaltungscloud bestellbar. Sagen wir, alle Hürden hat DIPAS geschafft, um in so ein Portal aufgenommen zu werden, was ja, die Sicherheit, Barrierefreiheit und so weiter angeht. Das heißt, dadurch ist es sehr schnell nachnutzbar. Genug der Werbeblock, den haben wir jetzt hinter uns. Noch einmal zur nächsten, sagen wir, Sie haben jetzt ne, weiteres Informationsbedarf. Matthäus hatte das eben schon mal angeteasert. Wir haben verschiedenste ja, Bereiche, wo wir verschiedene Informationen bereitstellen. Auf dipas.org und Bitbucket und das Wiki ist Matthäus reingegangen. Aber gerade was so Neuerungen angeht, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, der DIPAS-Anwender-Community auf LinkedIn zu folgen. Da posten wir immer mal wieder, wenn es neue Module gibt oder neue Teiligungsverfahren gemacht wurden, die vielleicht eine besondere Bedeutung vielleicht auch für Sie haben. Gucken Sie da gerne mal rein, was so passiert. Und jetzt sind das sozusagen von den Strukturen und den Organisationen dahinter, wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen und dafür übergebe ich dann an Anthony. Das ist natürlich die große Frage, wie lebt sich denn so eine Community in der Praxis? Was heißt das denn tatsächlich, Community-Mitglied zu sein und woran merkt man, dass man Teil einer Community ist? Bei uns ist es so, wir in Hamburg haben wir DIPAS einfach wirklich schon lange im Einsatz. Wir haben schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt mit dem digitalen Partizipationssystem, schon über 120 Verfahren durchgeführt und sind natürlich, muss man sagen, an einem bisschen anderen Punkt als eine Stadt oder eine Kommune, die DIPAS jetzt gerade erst ausrollt und die ersten Male einsetzt. Wir reden natürlich auch viel mit den Anwendern bei uns in den Bezirken, mit den Menschen, die die Verfahren letztendlich durchführen und wissen, was für Bedarfe noch offen sind, was für Anforderungen an die Software bestehen, um die eben auch weiterzuentwickeln und tun das auch. Also wir entwickeln kontinuierlich weiter und treiben das auch stark voran hier in Hamburg. Aber weil wir eine Community haben, beteiligen wir natürlich alle Community-Mitglieder, soweit sie können und soweit wir können, an der Entwicklung der Software, die allein schon hier in Hamburg stattfindet. Zum Beispiel gestaltet sich das so aus, dass wir, wenn wir Designs entwickeln, wie ein neues Frontend aussehen soll oder wie eine bestimmte Komponente aussehen soll, beteiligen wir an der Designentwicklung, erstellen Wireframes zusammen, erheben Bedarfe zusammen, Anforderungen zusammen und machen Usability-Tests mit den Community-Mitgliedern und laden auch immer gerne ein zu unseren Sprint-Reviews und sammeln da Feedback zur technischen Umsetzung. Wir machen das sehr iterativ. Also es ist nicht irgendwann einfach abgeschlossen und dann gibt es Feedback, ne, sondern ganz typische Entwicklersprints. Es wird ein bisschen was entwickelt, 1, 2 Wochen, dann gibt es ein Review. Da werden die Mitglieder eingeladen und die können eben ihr Feedback direkt wieder mit in die Iteration und die Entwicklung einfließen lassen. Es ist natürlich so, andere Städte haben einfach auch andere Anforderungen an Beteiligung, an ihre örtlichen Gegebenheiten, auch an ihre Verwaltungsstrukturen und bringen natürlich neue Bedarfe ein, neue Ideen ein. Und diese Impulse nehmen wir mit durch den Austausch. Die können wir natürlich einfließen lassen, wenn wir DIPAS weiterentwickeln. Aber das Schöne ist, die Städte können natürlich selber die Software auch weiterentwickeln. Es ist eine Open-Source-Software und jeder kann letztendlich ja machen, was er will. Wir wollen das Ganze aber so kanalisieren, dass es für alle möglichst viel Nutzen hat. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel. Bremen sagt, sie wollen was weiterentwickeln und zum Beispiel die Software mehrsprachig gestalten, dass man auch Beteiligungsverfahren auf Englisch oder auf, keine Ahnung, irgendeine Sprache durchführen kann. Dann können sie das entwickeln. Und wenn wir in der Community dann sagen, das finden wir alles spannend und es technisch so passt, dann kann das Ganze zurückfließen in den Source Code und in den Software Core, nennen wir das, also in diesen Hauptteil der Software mit einfließen und dann wieder allen zugutekommen. Und das ist natürlich super, ne? Weil die Kosten einfach geringer werden. Also wenn wir mit vielen Leuten die Software weiterentwickeln, dann ist es sehr, sehr viel günstiger, als wenn jeder für sich so hinentwickeln würde. Und da haben wir ganz große Katalysatoreneffekte. Was auch toll ist in der Community, ist, das ist so ein bisschen so ein Safe Space, kann man sagen. Wenn wir DIPAS weiterentwickeln und es einen neuen Release gibt, dann bekommt die Community-Mitglieder diesen Release vorab. Die kriegen so einen Vorabzugang zu den neuen DIPAS-Features
und können mit uns zusammen frühzeitig testen, wie das denn funktioniert, wie das ankommt, was da eventuell an Weiterentwicklungsbedarfen oder auch an kleine Fehler noch drin, so Bugfixes, die dann noch ausstehen, was da noch so auftaucht. Wir können einfach zusammen diese Software schneller und effizienter besser machen. Und wie machen wir das? Daniel hatte das eben schon kurz angesprochen. Wir haben so Gremien. Und zwar haben wir eine strategische Kommission und eine technische Kommission. In jedes dieser Gremien darf jede Stadt oder Kommune, also jedes Mitglied, eine Person als Delegierten entsenden. Es dürfen natürlich auch gerne mal Gäste kommen, aber eine Person aus dieser Mitgliedsstadt oder Mitgliedskommune ist zumindest stimmberechtigt. Und in der strategischen Kommission treffen wir uns dann meistens hybrid und besprechen strategische, fachliche, funktionale Ausrichtung und die Weiterentwicklung von DPAS. So, wo soll es hingehen? Was soll dieses Tool können? Was hilft uns allen? Die Weiterentwicklungsvorschläge werden fachlich beurteilt, wie die dann letztendlich in den DPAS Core kommen sollen. Jedes Mitglied hat eine Stimme, es sind immer Mehrheitsbeschlüsse und wir lassen die strategische Kommission 4-mal im Jahr, also quartalsweise, tagen. Da hatten wir gerade Ende Januar unsere letzte Sitzung, waren auch alle Community-Mitglieder da. Das ist auch einfach immer richtig nett, sich dann mal zu sehen und auszutauschen. Dann haben wir noch ein weiteres Gremium, das ist die technische Kommission. Die trifft sich nicht ganz so regelmäßig, sondern die findet nach Bedarf statt. Zum Beispiel dann, wenn eine Kommune oder eine Stadt etwas entwickelt hat und eben geprüft werden kann, ob das den technischen Anforderungen entspricht, beziehungsweise was noch fehlt an Weiterentwicklung oder was man noch irgendwie umschreiben muss, dass es passt und in den Core passen könnte. Da werden sozusagen die Pull-Requests, nennen wir das, geprüft. Also ein Pull-Request ist, ich ziehe etwas, einen extern entwickelten Software-Teil ziehe ich in diesen Core-Software-Teil mit rein und gebe das an alle anderen weiter. Da werden technische Anforderungen formuliert und einfach technisch beurteilt, wie sich DPAS weiterentwickeln soll. Da ist auch der RGV immer dabei als technischer Lead und unser Lead-Entwickler. Was wir natürlich auch tun, wir treten gemeinsam auf. Und das ist auch immer sehr nett, weil wir uns in Person treffen. Das heißt, gerade so bei Veranstaltungen, Kongressen treffen wir uns, kommen untereinander in Austausch, aber vertreten natürlich auch die Community, zum Beispiel auf der Smart Country Convention in Berlin. Wir hatten jetzt auch eigentlich geplant, nach Straßburg zu reisen. Das hat leider nicht geklappt, aber da wären wir auch gerne als Community hingefahren. Vielleicht kommt das noch. Also wir gehen auch zusammen nach außen und wir bewerben uns auch gemeinsam für Auszeichnungen. Aktuell bewerben wir uns auch auf einen Co-Pionierpreis für die Nachnutzung von Open-Source-Technologien. Mal gucken, vielleicht gewinnen wir den sogar. Und es ist einfach schön, weil jede Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, nützt natürlich direkt allen. Also nicht nur wir hier in Hamburg mit unserer DPAS-Software verbreiten das in Hamburg, sondern wenn wir hier was machen und DPAS sichtbar machen, dann nützt das auch München, dann nützt das auch Haßbrot. Und das ist einfach ein toller Effekt. So, die Sichtbarkeit wird einfach sehr, sehr viel größer. Ich würde das jetzt nochmal abbinden und einmal auf die übergeordneten Ziele, die wir verfolgen, mit der DPAS-Community eingehen. Die lassen sich so auf 3 Ziele kondensieren. Und zwar möchten wir gerne mit der Community eine Struktur etablieren, die sich nachhaltig selbst trägt, damit wir kollaborativ DPAS weiterentwickeln können. Also die soll sich selbst tragen. Und unser zweites Ziel ist damit auch wirklich die Souveränität der Städte und Kommunen zu fördern, die digitale Souveränität. Das heißt, Kompetenzaufbau in der Verwaltung. Wir replizieren erprobte Konzepte von Verwaltungsdigitalisierung. Bei uns ist es DPAS, Open Source DPAS, aber es kann natürlich auch bei Ihnen eine ganz andere Open Source Technologie sein. Es geht um eine eigenständige Integration von Open-Source-basierten Lösungen in die städtische Infrastruktur. Also wir lernen, wie Verwaltung digital geht, Stück für Stück immer mehr. Und natürlich bei uns, in unserem Fall, der Partizipationsfokus. Das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir mehr digitale Partizipationsangebote schaffen wollen und damit eine verbesserte und auch eine niedrigschwellige Bürgerbeteiligung in den Städten gewährleisten wollen und das, was wir hier gelernt haben, einfach auch gerne raustragen wollen. Also wir haben einfach schon viel Erfahrung gemacht und durch die Erfahrungen, die die anderen Städte jetzt auch sammeln und auch schon gesammelt haben und den Austausch, potenziert sich das einfach. Das sind unsere Ziele. Wir haben unterwegs auch viel gelernt.
Wir sind auch gestolpert unterwegs und es ist auch in der Präsentation schon an der einen oder anderen Stelle rausgekommen, was so die Learnings waren. Ich gehe nochmal auf die 5 ein, die so am stärksten waren. Und zwar hat Daniel gesagt, eine Community braucht eine ganz klare Struktur, ein zentrales Management. Es braucht klare und wenige Ansprechpersonen für konkrete Fragestellungen, vielleicht sogar ein Bild, ne, 'n Gesicht. Wenn man weiß, mit wem man redet, das ist immer schön. Wir haben Daniels Bild immer gerne überall. Und was wir auch festgestellt haben, technisch ist es unheimlich wichtig, die Open-Source-Software modular zu konzipieren. DPass ist immer modularer geworden in den letzten Jahren, weil es uns ermöglicht, individuell anzupassen und zu konfigurieren und Städte und Kommunen dann eben auch sagen, ja, das passt für uns. Wir können das unserer städtischen CI anpassen. Das sind unsere Farben da drin. Das ist unsere Schriftart. Das entspricht unseren städtischen Vorgaben. Das dürfen wir benutzen. Unheimlich wichtig. Und 4. Learning, das Finanzierungsmodell sollte so ausgestaltet sein, dass es sich dann mittel- bis langfristig selbst tragen kann, natürlich ohne Gewinnerzielungsabsichten, weil von der Verwaltung für die Verwaltung. Kurzfristig haben wir da andere Regelungen getroffen, dass wir als Hersteller auch ein bisschen größere Kosten übernehmen, aber mittel- bis langfristig sollte sich das selber tragen. Als Letztes nochmal Thema Sichtbarkeit, unser Learning. Tun Sie Gutes, sprechen Sie drüber und jede Sichtbarkeit bringt neue Mitglieder. Dadurch trägt sich die ganze Community wieder mehr selber und es ist ja einfach wirklich so, nicht jede Stadt muss eine eigene Lösung erfinden für eigentlich ähnliche oder gleiche Probleme und wir können wirklich viel Ressourcen und Nerven sparen, wenn wir das zusammen machen. Und damit bedanke ich mich auch im Namen von Daniel und Matthäus bei Ihnen fürs Zuhören und ja, sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Gründen Ihrer eigenen Open Source Communities.